Aus dem FF, die Frauenfußball-Talkrunde. Immer montags Diskussionen und Analysen, kompetent und sachlich. Zu den Spieltagen der Google Pixel Frauenbundesliga, der Women's Champions League, der Frauenfußballnationalmannschaft. Wir freuen uns. Ja, Quo Vadis Deutschland. Das haben wir uns heute vorgenommen. Der Alex und ich, wir wollen einfach mal im 1:1, wie im Zweikampf, versuchen herauszufiltern, was die Gründe sind des Scheiterns der deutschen Frauennationalmannschaft, wo vielleicht irgendwelche versteckten Dinge sind oder auch offensichtliche. Wir wollen das ein bisschen locker alles machen. Wir wollen niemanden an die Wand nageln. Wir wollen nicht der Totengräber des DFB werden, aber wir wollen Möglichkeiten und Fehler einfach mal zwischen uns beiden besprechen, für euch noch mal so ein bisschen aufbröseln. Und dazu haben wir uns heute verabredet. Hallo Alex. Ja, servus. Servus. Okay, dann lass uns mal loslegen. Ja, Deutschland ist ja nun ausgeschieden. In der Gruppenphase ist nicht so gelaufen, wie sich alle da vorgestellt haben. Weder Fans noch die Mannschaft selber oder Frau Stecklenburg. Was sagst du grundsätzlich zu dem Ausscheiden? Ja, grundsätzlich, wenn man natürlich jetzt bis auch heute Abend die Achtelfinale-Spiele ansieht, ist es umso bitterer. Ja, wenn man eigentlich ein chancenloses Marokko sieht gegen Frankreich, ja, wie man sieht Jamaika, die auch gegen Kolumbien verloren haben, also welche Mannschaften eigentlich, sage ich jetzt einmal, mit nicht hoher Qualität im Achtelfinale standen und wir nicht. Ja, wo ich sagen muss, der Kader, egal wie auch immer zusammengestellt war und egal welche Elf auch aufgelaufen sind, aber die haben mit Sicherheit das Potenzial, mindestens das Achtelfinale zu erreichen. Ja, hätten wir ja alle gedacht, dass es so ist, dass wir vielleicht auch ins Halbfinale oder Finale kommen. Jetzt sind wir aber nicht so weit gekommen. Und da gibt es ja vielfältige Berichte und Artikel, die schon mal ein paar Gründe aufgezählt haben. Wo fangen wir denn am besten an? Ihr beide. Ja, wir fangen ja einfach mal damit an, dass man sagt, man hat ja, also bis auf das Spiel gegen Marokko, dass man 6:0 souverän gewonnen hat, wo auch die Marokkanerinnen ein bisschen naive auch verteidigt haben. Also jetzt mal, haben wir halt gegen Mannschaften wie Kolumbien oder Südkorea, wenn man überhaupt einen Plan gehabt hat, hat man denselben Plan gehabt. Aber man hat sich eigentlich nicht auf auf den Gegner darauf eingestellt. Ja, man ist davon ausgegangen, wir ziehen unser Spiel durch. Die Frage ist, was war eigentlich unser Spiel? Und haben uns aber nicht auf die Stärken des Gegners in irgendwelcher Weise auch vorbereitet. Ja, das war Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, wenn man halt im Ballbesitz war halt viel zu wenig Bewegung ohne Ball, viel zu statisch, viel zu langsam. Das Umschaltverhalten, egal von Defensive auf Offensive oder auf Offensive auf Defensive, war halt so. Ja, und Also wenn man das jetzt, wenn man jetzt so 6:0 gewinnt gegen Marokko, hat das die Mannschaft irgendwie geblendet? Hatten die gesagt, Mensch, jetzt sind wir voll im Turnier drin, jetzt vergessen wir mal Vietnam, Sambia. Kann das irgendwie auch so ein Grund gewesen sein, dass man voll in der Euphorie war der WM? Ja, ich glaube fast, ja. Ich glaube, das war so Business back to usual. Ja? Das war so, vergesst die Testspiele gegen Sambia und gegen Vietnam, die ja schlecht waren. Oh, jetzt haben wir 6:0 gegen Marokko gewonnen, jetzt ist ja wie alles im Butter. So. Ja, Ja, und das befürchte ich nämlich hat auch. halt, ja, das hat halt viele Dinge dann übertüncht. Ja? Ja. Was man ja sowohl auch gegen Kolumbien dann als auch gegen Südkorea gesehen hat. Ja? Wenn du dich erinnern kannst, wie ich ja vor einer Woche gesagt habe, in den ersten 5 Minuten musst du dir den Respekt verschaffen gegen den Gegner. War weder gegen Kolumbien und dann auch nicht gegen Südkorea der Fall. Es war eher umgehend, in die andere Richtung. Ja? Ja. Südkorea hat Dampf gemacht, ja? Ja? Und dann haben da die 6 Minuten 2 riesige Chancen, wo sie auch eins machen, und dann wächst natürlich das Selbstvertrauen. Ja, Und und dann vor geht allen halt bei Dingen, der deutschen Mannschaft die flattern, ja. ja, und gerade gegen Kolumbien, da wurde ja angesagt, da ist ein
Gegner, der auch hart und körperlich zur Sache geht. Wenn ich weiß, die gehen hart und körperlich zur Sache, dann steige ich doch auch mal ein bisschen härter ein. Das heißt, ich sage denen, hallo, wir sind Deutschland, äh, und wir halten dagegen. Und da war ja rein überhaupt nichts. Also die haben uns das Spiel aufgedrückt und aufgepresst und mit ihren teilweise unfairen Attacken uns den Mut genommen. Ne? Ja, richtig. Die Kolumbianerinnen haben ja gewusst, was sie zu tun haben. Ja? Sage jetzt mal an Grenzen des Legal, aber immer noch alles legal war, zu arbeiten, ja, mit Härte, ja, aber mit sehr wenig wirklichem Foulspiel, ja, oder Unsportlichkeit. Ja, und haben halt so auch der deutschen Mannschaft lange den Zahn gezogen. Ja, und dann kommt das ganze Spiel ins Rollen und du hast kurz vor Schluss du hast das Unentschieden und dann kriegst du einen Konter. Warum verwaltet man so ein Ergebnis nicht? Ja, das ist mir unerklärlich, ja. Wie gesagt, wie die Ausgangsposition war, sag jetzt mal, wenn du den Punkt ja gegen Kolumbien mitnimmst, hast du ja schon mal weniger Druck gegen Südkorea. Ja? Du Richtig. stehst ja an Position 1 der Tabelle, ja. Ja? Kannst ja auch mit einem größerem Selbstvertrauen, ja. Es war ja nicht so, dass man Kolumbien über 90 Minuten plus beherrscht hat, ja, und sagt, da macht man jetzt mit Sicherheit noch den Siegtreffer, ja, da müssen wir auf den Siegtreffer drücken. So, irgendwann einmal muss man anerkennen, 90 Minuten plus, okay, jetzt ist 1-1 und jetzt nehmen wir halt den Punkt mit und sind immer noch im Vorteil. Ja, und da hat man auch wieder gesehen, bei dem Eckstoß, statt 1 gegen 1 zu spielen, verteidigen sie den Raum und lassen Ja, den Gegner da am Elfmeterpunkt und am 16er lassen sie frei rumlaufen. Also auch da war so eine Art, ja, wir tun euch nichts, ne? Macht ihr mal, ne, so ungefähr. ja, wie gesagt, die sind ja so da auf einmal auf Raumdeckung umzustellen, ja, aber dann so tief zu stehen, ja, dass also die Kolumbianerin ja 10 oder 9 Meter vor dem Tor ungestört zum Kopfball einnicken kann. Ja, immer 10 oder 9 Meter ist ja keine Distanz mehr. Ja, wenn, dann muss ich ja höher stehen. Ja, und dann aber kompakt ja auch gegen den Ball schieben. Ja, Ja, und vor allen Dingen nicht stattgefunden. die Linie, die das Tor mehr oder weniger abgedeckt hat, ist dann rausgerückt und ist von der Linie weg. Ja, Also hat auch noch mal das Tor frei gemacht. Das war also taktisch ja völlig daneben. Ne? richtig. Ja. Und es wirkt ja auch nicht völlig einstudiert. Ja. Ja, ich denke mal auch, da war nicht vieles einstudiert. Und das bemängle ich eigentlich, dass wir kaum was gesehen haben, was die Standards angeht, was einstudiert ist, was man jetzt wieder bei Schweden gesehen hat. Schweden hat aus Standards Tore gemacht, weil sie das so trainiert haben. Das hat man bei uns im Grunde genommen vermisst, ja. Ja, so ein Standard gehört ja eigentlich, sag ich jetzt mal, einmal pro Tage dazu, Standardtraining. Also das ist ja das, was nach dem regulären Training ja stattfindet und dann pick ich mir die Spielerinnen raus, die auch für die Standards defensiv und offensiv verantwortlich sind. Ja, und dann hänge ich hier nochmal 30 Minuten dran, was ja auch kein Problem ist, weil das ja keinerlei Intensivität hat. Ja. Da geht es ja Ja, nur um genau. taktisches Verhalten. Ja. Genau, richtig. Und ich denke mal, die haben viel mit Laufwege gemacht, wie sie sich zu verhalten Ja. haben. Ähm, die Positionierung der einzelnen Spielerinnen in bestimmten Situationen haben aber vergessen, dass es die Situation im Spiel so wie trainiert gar nicht im Spiel gibt oder nur selten. Und da hat man auch so gesehen, dass viele Spielerinnen eine Position suchen, um das Eintrainierte vielleicht dann zu Ja. vollenden. Aber der Gegner hat da nicht mitgespielt, ja. Ich sage jetzt mal, das ist ja auch ein grundsätzliches Problem, ja, in Deutschland. Das ist jetzt kein isoliertes Problem, sage ich jetzt einmal, in der Damen-Frauen-Nationalmannschaft. Ja, das ist halt, da werden Spielzüge, Spielaufbau wird einstudiert aus den Positionen heraus, aus dem Spielsystem heraus. Ähm, wie in einem 11 gegen 0 zum Beispiel, ja, was ja auch sehr beliebt ist. Aber ohne
die Unkonstante, ja, die Variante B, die Unkonstante ist der Gegner, wie sich der Gegner verhalten wird. Ja. Richtig. Und das Problem ist, wenn man das zu sehr einschleift, ja, dann verlieren die Spielerinnen praktisch ihr eigenes Entscheidungsvermögen. Ja, weil die studieren das ein, jedes Training oder jedes zweite Training, 20, 25 Minuten, immer derselbe Ablauf. Ja, so. Jetzt kommt es aber im Spiel dazu, dass der Gegner anders vielleicht auch steht, wie man davor angenommen hat, aufgrund irgendwelchen Videoanalysen, weil sich der Gegner natürlich auch auf die deutsche Mannschaft einstellt. Ja? So, und dann steht man vor einem Problem, weil die Spielerinnen diese Probleme nicht mehr von sich aus selbst lösen können. Ja? Ja, haben die denn keine eigene Entscheidungsfreiheit, dass die für sich selber entscheiden können, wie sie bestimmte Laufwege angehen? Ich glaube wenig. Ja, sie haben wenig Selbstentscheidungsfreiheit und die Freiheit, was sie haben, ist halt irgendwo blockiert. Ja? Das ist halt so. Das ist ja wie mit allem. Umso mehr Wiederholung du von dem machst, ja, du gewöhnst dich ja dran. Ja, Ja, das ist richtig. ja, Aber ja. ich muss aber auch den Spielern mit ins Spiel geben, dass sie bestimmte Freiheiten haben. Und ich hab da das Gefühl, dass im deutschen Spiel ähm, ja diese Freiheiten nicht sind, sondern richtig nach Schema F gespielt werden muss. Richtig, ja. Und da Wie ich schon ist, gesagt habe, wenn nur ein bisschen, ja, Entscheidungsfreiheit. ja, ja, nur ein Aber bisschen. Also weitestgehend ist alles durchgeplant, ja. genau, es fehlt einfach die Kreativität im Spiel. Und was ich auch irgendwie vermisse, ist die Hierarchie in der Mannschaft. Habe ich mal vor längerer Zeit auch angesprochen, dass jemand da ist, der auch mal sagt, wo es lang geht. Also wenn ich zurückliege, der dann auch die Spielerinnen zurechtweist und vielleicht auch mal hinten in der Abwehr lautstark Kommandos gibt. Sicherlich die Marina Hegering, die hat das versucht zu machen, aber bei 60, 70.000 Zuschauern, wenn man das nicht lautstark alles macht, dann geht das unter und genauso die Vorderleute entsprechend stellen. Also da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr gewünscht, dass gewisse Führungsspielerinnen wie auch Poppy oder von mir aus Marina Hegering, dass die dann mal das Wort ergreifen. Ja, wie gesagt, die einzige, die wir eigentlich haben, ist ja Poppy. Ja, aber Poppy spielt ja eigentlich für das auf der falschen Position. Die Ja, spielt dafür auf der falschen Position, also muss ich mir eigentlich jemand anderen suchen. Poppy kann ja an der Sturmspitze kannst du nichts dirigieren, weil du hast ja das Spiel nicht vor dir. Richtig. Dafür gab es früher Ja, den Libero. Dafür gab es früher den Libero zum Beispiel. Oder richtig, ja. den zentralen Mittelfeldspieler. Ja. Das, Ja, du brauchst jemanden im zentralen Mittelfeld oder in der Innenverteidigung, die das Spiel von hinten dirigieren können, die das Spiel vor sich haben. Ja, genau, richtig. Oder der Torwart. Ne? Also eine Merle Froms oder der könnte Torwart. auch von hinten die Abwehr dirigieren. Da sieht man also auch sehr wenig. Also ich habe es dann noch nie Richtig. irgendwie dirigieren sehen, hey, vielleicht beim Eckball, ja, dass du da Ja, mal rechten Freistoß des Gegners, aber im Spiel selber habe ich also noch nichts sehen können. Gut, man fängt nicht jede Situation ein, aber es fällt dann schon auf, dass die Mannschaft ja still eigentlich ist, ne? In sich ja. gekehrt, das Spiel vor Augen, den Plan vor Augen. Es ist ja auch das, was ja Poppy mal angesprochen hat, vielleicht haben wir uns ja alle auch viel zu lieb. Habe ich Ja? jetzt akustisch nicht verstanden? Vielleicht haben wir uns ja auch alle viel zu lieb. Ja? Das Ja, heißt, ja, es sind zu wenig Spielerinnen, die irgendwo den Boss machen, ja, die auch den Chef machen, ja, und irgendwo, sage ich jetzt mal, das Team auch leiten, ja, wo es aber sicherlich auch mal zu den Reibungspunkten kommen kann. Ja? ja, das ist Ja? ja von Martina Voss-Tecklenburg ist das ja auch so vorgegeben. Ist ja auch gut. Ich meine, Teambilden, eine Teamgemeinschaft, 11, 12, 25 Spielerinnen, die da so zusammenhalten, ist ja eine tolle Sache. Aber das wirst du nie richtig schaffen, dass alle die gleiche Sprache sprechen. Also brauchst du auch innerhalb dieses Kaders brauchst du eine gewisse Hierarchie und Leute, die bestimmen. Ne? Und das, ja, wir haben uns alle lieb, kann eigentlich nie klappen. Ne?
Richtig, ja. Gut, jetzt sind wir ausgeschieden. Was sind denn so noch die Gründe? Wir haben immer wieder darüber gesprochen, einmal die Blockbildung könnte ein Problem gewesen sein, Wolfsburg und Bayern, dass also Wolfsburg ja zum Schluss auch ziemlich formschwach war, kann man ja in der Meisterschaft ablesen. Und diese Spielerinnen waren ja vermehrt auch in der Mannschaftaufstellung. Und genauso, dass man eine Verteidigerin nicht richtig einsetzt, also Svenja Huth, in den Angriff. Ich denke mal, das war ein ganz schwerer Fehler und Eingriff in das ganze System. Wie gesagt, das mit der Blockbildung war halt schon sehr offensichtlich. Man bis zur neuen Spielerin, das VfL Wolfsburg ja praktisch in der Startaufstellung hat, die ja auch nicht so eine berauschende Rückrunde gespielt hat. Ja. Das heißt, die ja nicht in der Form ihres Lebens waren, ja. Ja, und halt dann eine Spielerin wie von Bayern München, ja, hinten dran lässt oder auch wie Laura Freigang von Eintracht Frankfurt hinten dran lässt, die eigentlich aktuell stärker sind, ja, wie manche Spielerinnen des VfL Wolfsburg oder also aktuell stärker. Ja. Wir sprechen ja nicht vom Potenzial, wir sprechen ja von dem derzeitigen Ist-Stand. Ja. Genau. Mhm. Das heißt, wir müssen die derzeit leistungsstärksten Spielerinnen auf den Platz bringen. Ja? Egal welchem Verein sie angehören. Ja, und da glaube ich, da hatte man eine gewisse Brille auf, vielleicht auch eine gewisse Abhängigkeit, wenn man es auch nicht wahrhaben will. Im Unterbewusstsein hat man es ja vielleicht. Und dann lässt man Sophie Kleineherne, die lässt man da als Touristin mitfahren. Ein junges Talent, was Spiele braucht, auch in der Nazio, um sich weiterzuentwickeln. Sie ist ja nicht am Ende der Entwicklung. Laura Freigang bei der EM schon als Touristin mitgefahren. Ich glaube, die ist ja total frustriert, auch wenn sie es von außen nicht zeigt, ja, von außen nicht zeigt. Das sind Dinge, die gehen auch menschlich nicht. Ne? Wenn es fußballerisch vielleicht noch verständlich ist, aber menschlich ist es schon mal unter aller Kanone. Es ist ja auch fußballerisch wenig verständlich. Also wenn man durch die ganzen Interviews auch geht mit dem Trainerteam, es wurde ja nie beabsichtigt, Sophia Kleinherne überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass sie von Beginn an spielt, mal eine Chance bekommt. Genau. Ja, das war von Das ist auch, vorne. was ich ja gesagt habe, weil viele haben ja gesagt, das mit Svenja Huth, das ist ein Experiment von Martina Voss-Tecklenburg. Für mich, also nach der Verletzung von Caro Simon, hat es für mich den Eindruck gemacht, das war schon eine feste Entscheidung von Martina Voss-Tecklenburg, dass Svenja Huth rechte Außenverteidigung spielen wird und keine. Das war eine feste Sache, das habe ich auch dann beim Training gesehen, Herzogenaurach, das war eine fest eingeplante Sache. Sie hat ja mit Anjomi das gleiche Spiel gemacht, hat das Projekt Anjomi ins Leben gerufen, die ist da hinten verloren gewesen, hat sich da überhaupt nicht wohl gefühlt, ist eine Offensivspielerin, die sich gerne offensiv hätte gezeigt, hat sie ja dann auch mal hier und da ein paar Minuten, hat dann auch Tore gemacht oder Vorlagen. Ja, damit hat man auch ein Riesentalent kalt gestellt, ne? Und hat sie in einer falschen Position aufgestellt. Da hätte man eigentlich schon sehen können, dieses Projekt, das bringt nichts, weil man war ja damals schon anfällig in der Abwehraufgabe. Ne? Für eine junge Spielerin ist es ja noch umso schwieriger, ja? Die auch ja kein Standing in der Mannschaft hat, die ja nicht, wo man sagt, die wird so und so Stamm spielen, ja. Genau. Für Svenja Huth, okay, dann war halt, die hat ja gewusst, sie wird es so und so spielen, ja. Auch wenn sie nicht auf ihrer angestammten Position ist, aber es ist ein ganz anderes Ding. Und wenn ich als junge Spielerin wie Anjomi dann auf einer falschen Position eingesetzt werde, ja, die nicht meinen Fähigkeiten entspricht und die sie auch nicht gewohnt ist zu spielen, ja, und dann ja auch nicht dermaßen performen kann. Ja. Wir sprechen ja da beim Einsatz der Frauennationalmannschaft. Ja. Das heißt, auf dem höchsten Niveau. Dann leidet natürlich ja auch das Selbstvertrauen darunter. Ja. Ja, und so eine Projekte, die du machst, die kannst du in der Nationalmannschaft meines Erachtens gar nicht mehr machen, weil
der tägliche Betrieb im Verein, wenn du da 3-4 Mal in der Woche trainierst oder vielleicht auch mehr, dann kannst du das immer wieder einüben. Bei der Nationalmannschaft hast du ja die Einheiten ja gar nicht, um das denen so richtig beizubringen, wie sie sich zu verhalten haben, wie das Mittelfeld vielleicht die Bahn zumacht, wenn die Außenverteidiger nach vorne marschieren. Das war ja so, dass die Bahn war ja leer. Ne? Wenn also die Svenja Huth nach vorne gegangen ist, war ihre Bahn quasi leer, also konnte man schön da reinspielen, ja. Ja, und das ist ja das Problem, weil ja kein Wechselspiel stattgefunden hat. Ja. Ja, das heißt ja, wenn jetzt Svenja Huth geht, ja, dann muss ja wie in dem Fall ja Brandt muss ja nach hinten absichern. Ja, Ja, sicher. Das war ja, nicht das hat gegeben. ja nicht stattgefunden. Und dann da sind wir wieder drauf, dann ist sie auch nicht einstudiert. Nicht richtig, zumindest ist es nicht oft genug. Ja. Ja, Man hat einfach nur gesagt, du bist auf der rechten Außenverteidigerposition, du hast die Freiheit, im richtigen Augenblick nach vorne zu gehen, die Flanken zu bringen. Du kannst aber vielleicht selber entscheiden, wann du gehst, kommt auf die Situation an. Aber man hat nicht dem Mittelfeldspieler gesagt, ey, nicht, dass du auch noch nach vorne gehst, sondern hinten ja. absicherst. Ja. Deswegen hat es ja so oft den Eindruck gemacht, dass Svenja Huth zwar wollte, aber dann irgendwann abgebrochen hat. Auch das, ja, auch Ja, das, ja. um sich wieder auf die rechte Außenverteidigerposition zurückzubewegen. Ja. Wenn das normal eingespielte Abläufe sind, dann gibt's ja dieses Zwischenspiel, ja, oder Miteinander, ja, das Rotieren. Genau, Das hat ja halt auch nicht stattgefunden. genau. Gut, jetzt haben wir da viel drüber gesprochen, über diesen taktischen Mangel oder Fehler auch. Jetzt haben wir auch gesehen im Spiel, dass viel die Spritzigkeit gefehlt hat, das Tempo hat gefehlt. In der Umschaltbewegung in die Offensive, aber auch rückwärts. Woran kann das denn gelegen haben? Hat die Athletik da gefehlt? Also der Athletiktrainer vielleicht Fehler gemacht? Ähm, Wie gesagt, es ist das, was ich optisch wahrnehmen kann. Ja? Also ich kenne jetzt nicht die Sprintwerte unserer Nee, Nationalspielerin und nee. ich kenne nicht die Mhm. Sprintwerte zum Beispiel der koreanischen oder der kolumbianischen Spielerin. Das ist nur was optisch auffällig war. Ja? Dass halt die Bewegung im Offensivspiel zu langsam war. Ja? Dass im Grunde sowohl die Kolumbianerin als auch die Südkoreanerin einen weit spritzigeren Eindruck gemacht haben. Aber nicht nur physisch, ja, oder von der athletischen Schnelligkeit, sondern auch von der Gedankenschnelligkeit. Ja, Gedanken auch, richtig. Ja, Aber das haben ja. viele anderen. Die Japanerinnen sind gedanklich schneller. Ähm, die Kolumbianerinnen waren gedanklich schneller. Südkorea, ähm, da ist, das ist auffällig und da muss irgendwas sein, was auch im Aufbautraining nicht so funktioniert hat, denke ich mir mal. Für die WM. Richtig, richtig, ja. Aber vielleicht sind sie auch nicht schneller. Ja? Das ist jetzt der andere Punkt. Das eine ist, vielleicht hat man nicht die letzten Prozente herausgeholt, ja, in dem Bereich, aber vielleicht haben wir die letzten Prozente auch gar nicht. Gut, kann sein, wenn man jetzt wieder Ja, Bayern München gegen Barcelona gesehen hat, also Barcelona die erste Niederlage beigebracht haben, waren ja, die gedanklich unglaublich schnell, haben blitzschnell umgeschaltet, haben die Entscheidung gesucht und haben auch schnell abgeschlossen. Gut, jetzt spielen natürlich auch andere Nationen mit, nicht nur deutsche Nationalspielerinnen, aber trotzdem, die Deutschen haben es ganz anders gemacht, ja, als in der Nationalmannschaft. ja, aber viele vom FC Bayern München waren auf dem Platz in der Nicht so viel, Nationalmannschaft. ja, nicht so ganz viele, ja, nicht Ja, so ganz viele. da sind wir wieder es, so weit. Ja. äh, es haben eben halt viele Wölfinnen da rumgebissen, ne? Ja, Also wie gesagt, das war auffällig, ja, die Schnelligkeit auch, die Behebigkeit, auch die Gedankenschnelligkeit. Da waren so viele Situationen, auch wenn da mal der Raum da war, dass man den Ball auch durchstecken kann oder in den freien Raum reingehen. Äh, aber es wurde so lange gewartet, bis der Raum wieder zu ist. Ja, also das heißt, der Ball im falschen Moment gespielt, ja, nicht in dem freien Raum.
wurde nicht reingedrückt, sondern man hat abgewartet, ja, dann lieber wieder den Ball nach außen gespielt. Ja? Also heute im Spiel Frankreich, da gab es einen Doppelpass, einen Steilpass nach außen in die Schnittstelle rein und dann der direkte Zug unten zur Grundlinie, Rückpass, Tor. Auch das vermisse ich eigentlich, ne? Dass man einen Doppelpass spielt, dann nochmal in die Schnittstelle reinspielt, auf die Grundlinie geht und dann den Rückpass macht. Also quasi, wenn die Abwehr des Gegners sich noch nicht formiert hat und das Tor abdecken will, entgegengesetzt der Bewegung der Abwehr den Ball spielt. Ganz selten. Ja. Oder zu spät. Oder halt zu spät, ja. Oder zu spät, ja. Man hat aber das Problem ja auch in der Rückwärtsbewegung. Das ist so, wo wir halt sowas von anfällig waren. Weil in der Rückwärtsbewegung, sage ich jetzt einmal, die Abwehrkette auf sich allein gestellt. Ja? Wenn überhaupt die ganze Abwehrkette schon zurück war. Ja? Das ist immer ein großes Loch geklafft zwischen der Abwehr und der Mittelfeldreihe. Ja? Nach Ballverlust. Ja, es hat aber auch schon gegen Vietnam ist das so gewesen. Das war auch schon gegen Sambia zu sehen. Hätte man eigentlich schon reagieren können, dass man zu weit aufrückt, die Lücken lässt und dann für Konter an, für lange Pälle und dann steht man falsch und dann der Gegner hat natürlich den Ball vor sich und geht durch. Ne? Richtig, ja. Jetzt haben wir, wie gesagt, über diese ganzen Aufstellungsprobleme mit Blockbildung und so gesprochen, über das taktische Dilemma. Ist immer ausgeschieden. Nach der EM hatten wir einen Boom. Oder Euphorie. Zuschauer, Richtig, ja. Mädchenmannschaften. Sicherlich wurden welche abgemeldet, aber es sind auch viele Mädchenmannschaften entstanden. Alle haben sich darauf vorbereitet, die Vereine mehr aufzunehmen, oder viele zumindest, nicht alle. Haben wir da Konsequenzen zu erwarten durch dieses Ausscheiden? Dass die Begeisterung im Volk nicht mehr so da ist, dass die Mädchen auf einmal sagen, ich will nicht mehr Fußball spielen, ich möchte nicht mehr verlieren. Ich sage jetzt mal, das liegt ja jetzt auch den Vereinen an jedem selbst, ja. Ob man jetzt hier irgendwo Trübsal bläst, ja, oder sagt, die Verantwortlichen der Vereine sagt, okay, lassen das jetzt mal Geschichte sein, wir packen aber trotzdem an, ja. Ja, genau. Ja? Das liegt an der Initiative der Verantwortlichen der Vereine oder der Initiatoren, wie Mädchen am Ball und so weiter, ja. Ich glaube, wenn die mit derselben Begeisterung weiterarbeiten wie bisher, dann wird auch der Boom weitergehen. Ja. Mädchen am Ball ist ein perfektes Beispiel, wie man mit Engagement und Hartnäckigkeit wirklich ein Projekt bundesweit aufstellen kann, was angefangen hat in München mit vielleicht 20 Mädchen oder 5 Mädchen und jetzt überall in der Bundesrepublik stattfindet. Ne? Die Anna Seliger als Projektleiterin, die hat da wirklich was veranstaltet. Und das wäre zum Beispiel auch für die Vereine mal eine Möglichkeit, da mal hinzuschauen, wie machen die das überhaupt? Richtig, ja. Also man muss ja das leben, ja. Also man kann jetzt also nicht als Vereinsverantwortlicher sagen, wow, jetzt sind wir Vize-Europameister geworden, jetzt ist ein Boom, okay, jetzt wird alles von selber laufen. Ja. Da geht's natürlich auch leichter, da muss man auch sagen. Ja. Wenn Erfolge da sind, ist das ja natürlich leichter, einen Boom zu entfachen. Oh, jetzt sind wir in der WM-Vorrunde ausgeschieden, jetzt ist jetzt alles nicht mehr so gut. Also, das muss man selbst mit Emotion und Überzeugung lieben. Ja, ja und das macht wenn ich verantwortlicher Trainer bin, dann muss ich ja das ja mit Emotion, mit Freude rüberbringen. Ja? Wenn ich das mit Emotion und Freude rüberbringe, dann sehe ich da eigentlich keinen Grund, warum der Boom stoppen sollte. Ja, ja und da sollte man sich wirklich mal mit der Anna Seliger von Applaus in München mal in Verbindung setzen und einfach nur mal sprechen. Wie macht ihr das? Wie stellt ihr das auf die Beine? Wie gewinnt ihr so viele Sponsoren? Wie kriegt ihr die Plätze zum Trainieren? Wir kriegen keinen Platz. Sie bekommt ihn aber. Ja, das muss ja auch irgendwoher kommen.
sei es der Wesenszug, die Überzeugungskraft oder auch wie auch immer. Ja, ich denke mal auch, das wird keinen Nachteil haben. Das muss einfach das Engagement da sein der einzelnen Vereine. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema U17 Bundesliga. Jetzt haben wir das Ausscheiden bei der Nazio und es wird demnächst die U17 Bundesliga gestrichen. Ja, geht's noch? Geht's noch? Ich weiß im Grunde nicht, was sich der DFB wirklich dabei gedacht hat und was sich der DFB überhaupt davon verspricht. Wie gesagt, also man hat ja keine U19-Bundesliga. Ja? Okay, man hat die U17-Bundesliga, danach kommen die Mädchen in den Damenbereich. Jetzt aber die U17-Bundesliga dahin wegzunehmen und zu den einen sagen, okay, das liegt jetzt an eurer Entscheidung, ihr könnt ja auch euch in den Juniorenbereich eingliedern. Ja, das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Ja. In den Juniorenbereich eingliedern, da prallen sie ja genau auf das Problem, was ja das Problem ja zwischen dem Junioren- und Mädchenfußball, der Herren- und Frauenfußball ist, also die Athletik. Ja? Genau. So, und da können sie ja begnadete Kickerinnen sein. Ja? Aber wenn sie gegen die Athletik der Jungs ankämpfen müssen, dann verlieren sie die Lust. Ja? Und können sich ja auch nicht mehr weiterentwickeln. Ja? Also zum Beispiel. Ich denke mal, für einen Teil der Mädchen ist das ja ganz gut. Also da will ich jetzt wieder mal den DFB vielleicht in Schutz nehmen. Also viele Bundesligaspielerinnen haben ja mit den Jungs bis zu einem bestimmten Alter zusammengespielt. Aber ab einem bestimmten Alter ist eben der Unterschied Athletik, Kraft und so weiter, ist es eben nicht mehr gleich oder das entfernt sich, die Schere geht auseinander. So, das ist ja gerade bei der U17 geht's ja gerade los, kurz vorher. Da hätte man das eigentlich behalten müssen und in einer Liga spielen. So wie du es auch sagst. Ja, man muss ja auch sagen, es gibt ja auch Spätstarterinnen, oder Spätzünderinnen. Ja. Es ist ja, man kann ja nicht davon ausgehen, dass ja jedes Mädchen mit 5 oder 6 Jahren Fußball spielen zu begonnen hat, vielleicht erst mit 7, 8 Jahren. Genau. Ja. Das heißt, man nimmt denen ja auch nochmal 1 bis 2 Jahre Entwicklung. Kommt noch dazu. Ja, ja. Die, was man ihnen wegnimmt, 1, 2 Jahre fußballerische Entwicklung. Ich weiß nicht, es wurde halt von Seiten des DFB, wir haben das evaluiert und eruiert und da ja anscheinend das Durchschnittsalter bei den U17 Bundesliga-Teams bei 15,3 Jahren war und so weiter und so fort. Ja, aber das ist wie zum Beispiel bei den Herren, ja, oder da haben ja auch viele Bundesligisten haben ja evaluiert, wir brauchen ja keine U21 mehr. Ja, so, das Problem, nachdem sie die U21 gekappt haben, es kam, die Durchlässigkeit hat darunter gelitten. Ja, es waren wirklich nur noch die 1, 2 Top-Spieler, vielleicht die in den Profibereich hochgekommen sind, aber die ganzen Spätstarter, die haben ja die Möglichkeit genommen, überhaupt noch sich weiterzuentwickeln. Genau. Ja. Und dieselbe Gefahr, die sehe ich jetzt dadurch auch. Ja. Also ich kann Im Mädchen-Bereich. Ich kann es an mir kurz sagen, ich habe mit 14, 15 im Tor gestanden, habe da angefangen, Fußball zu spielen und bin durch reinen Zufall in den Dorfverein, bin dann Stürmer geworden im Dorfverein, in der Kreisliga, wurde dann abgeworben in die Bezirksliga, das war damals die höchste A-Jugendliga und bin dann in die Westfalenliga aufgestiegen und bin dann in die dritte Liga gegangen. Also ich war ein wirklichen Spätzünder im Fußball. Ja. Und das hast du mit Sicherheit bei den Mädels auch. Und denen nimmst du die große Chance. Ne? Jetzt ist aber Richtig, das Problem, was man so gelesen hat und gehört hat, dass die Vereine selber gesagt haben, die U17 Mädel-Bundesliga, die ist uns zu teuer. Wir haben da ein Riesenproblem mit, erlöst uns davon. Ist das so? Wie gesagt, ich habe von einigen das mal gelesen, dass da die Tendenz so war. Und da hat man das beim DFB so aufgenommen und hat dann evaluiert.
von wem die Initiative jetzt ausgegangen, weiß ich nicht so. Es wird natürlich schon das Problem sein, dass sich manche Teams oder manche kleinere Vereine sich die U17-Bundesliga nicht über mehrere Saisonen leisten können. Ja? Weil natürlich die Kosten enorm sind. Ja? Das heißt, die Transportkosten, die Übernachtungskosten, es kann natürlich ein kleinerer Verein, sagen Sie mal, nicht über mehrere Saisonen übernehmen. Ja? Genau. Oder hat damit zum Kämpfen. Ja? Genau, richtig. Also auch Sponsoren zu finden und dergleichen. Ja. Also das Budget übers Jahr entsprechend einzunehmen. Ne? Ja, da waren wohl welche dabei und die haben das initiiert oder zumindest mit dem DFB da irgendwie in Verbindung getreten. Dann hat man das wohl aufgegriffen. Aber hätte man eigentlich so vernünftig sein müssen, eine andere Lösung zu finden. Die U17 Mädel-Bundesliga hätte man behalten müssen. Vielleicht hätte man die Vereine finanziell stützen können, ja. Richtig, ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel finanziell stützen können, weil die aufzugeben, das ist auch wieder schafft wieder grundlegende Probleme und die werden mittelfristig kommen. Kurzfristig sicherlich nicht, aber mittelfristig, oder? Wie schätzt du das Richtig, ein? ja. Ja, Ja, genau. genau. Wie wäre es denn zum Beispiel U17 Bundesliga, U19 Bundesliga bei den Frauen einzuführen, dass der Sprung von U17 in die Frauen nicht zu groß ist? Ähm, also ich sage jetzt mal, ich würde vielleicht nicht eine 19 Bundesliga einführen, aber es gibt ja sowas wie, es gibt ja in England bei den Herren. Ja? Das heißt, die Bundesliga, also die wirklichen Bundesliga-Teams, das heißt, wenn man jetzt hier die Damen-Bundesliga anschaut, deren Teams, die haben eine eigene U23-Runde. Ja? Ja, Ja? Das heißt, dass man wirklich, sag jetzt mal, die U19-Teams, die U19-Spielerinnen dieser Teams praktisch ja eine eigene U19-Runde spielen lässt, ja, die in der Damen-Bundesliga vorhanden ist. ja, dass man so eine Nachwuchsliga nochmal hat, Nachwuchsliga, so ja. eine Zwischenstation, Richtig, ja. damit die Spielerinnen reifen können und dann den Ja, Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Äh, ja. Das Weil, wie wäre gesagt, ein, das, was jetzt in halt im Herrenbereich passiert ist, ja, dass ja zuerst haben ja viele oder die meisten Bundesligisten haben ihre U21-Mannschaften ja gehabt. Und jetzt führen sie sich alle während den Spielbetrieb ein, weil sie eben erkannt haben, bei uns bleibt die Durchlässigkeit ist so wenig. Ja, wir haben so viele die Spätentwickler, dass wir diese U21 brauchen. es ist überhaupt so, dass die Vereine wenig eigene Talente in ihre Vereine, in ihre erste Mannschaften integrieren. Ne? Also Ja, Mokoko jetzt bei Dortmund, der hat es geschafft oder auch nicht geschafft. Aber das ist so ein Paradebeispiel. Zu meiner Zeit, da waren das immer 3, 4 Leute, die da durchgegangen sind in die erste Mannschaft. Zum Beispiel bei Schalke 04, da waren das sogar 4 oder 5, die da erste Mannschaft gespielt haben, die im Europapokal dann dabei waren, die selbst in der Nazio nachher gespielt haben. Äh, Also das war damals viel durchlässiger. ja. Also ich sag, es ist ja auch, es ist im Nachhinein, sag jetzt mal, wenn man diese U19 Juniorinnen-Bundesliga oder eben diese U17 Junioren-Bundesliga nicht gehabt. Ja, es ist ja diese, auch wenn sich jetzt der eine oder andere Verein vielleicht sagt, es ist zu teuer. Okay. Aber für diese Damen- oder Frauen-Bundesliga-Teams, für diese Vereine, ist es ja günstiger, die eigenen Spielerinnen ja weiter auszubilden, ja, was ja in Zukunft immer höher oder mehr werden wird, die Ablösesummen für andere Spielerinnen zu bezahlen. Ja, sei es aus dem Ausland, sei es auch im Inland, ja. Ja, genau. Das heißt, die Ausbildungskosten sind ja ein zigfaches günstiger, ja, wie man von externen Spielerinnen kauft. Ja. Genau. Ja, ich denke mal, in diese Richtung sollte der DFB noch mal versuchen zu denken. Ich habe einen Brief geschrieben an die Ulrike Ballweg,
habe sie zu einem extra Talk eingeladen, damit wir mal über das Problem sprechen. U17 Bundesliga wird abgeschafft. Wäre ein Umdenken möglich, so habe ich das ungefähr geschrieben. Habe sie herzlich eingeladen, dass sie mit Leuten spricht, die davon betroffen sind. Das heißt, Spielerinnen, Vereinsverantwortliche, Eltern, also alle, die auf einmal vor dem Problem stehen, wohin mit meinem Mädel? Also mit denen einfach mal sprechen. Und das haben sie im Vorfeld mit Sicherheit nicht, weil der DFB halt so ein großes Haus ist das auch verständlich. Würde wahrscheinlich Dr. Oetker auch nicht machen, mit irgendwie Leuten von der unteren Ebene da zu sprechen. Ja. Ja, aber ich muss ja die Basis mitnehmen. Du musst die Basis mitnehmen, das haben sie vergessen oder da sind sie. Ja, das ist genau Ja. das Problem. Du musst die Basis mitnehmen. Ja? Und du musst die Eltern dieser Spielerin, die Vereinsverantwortlichen, die solche Vereine, die davon betroffen sind, musst du ja alle mit ins Boot holen. Ja? Und Genau. auch deren ihre Meinung anhören. Und nicht sagen, wir haben das evaluiert und das ist das Durchschnittsalter der U17 Junioren in Bundesliga. Daraufhin haben wir entschieden, wir machen das jetzt so. Ja? Ja, hören. Einfach hören, vielleicht auch darauf reagieren, vielleicht auch mal die Richtig. Meinung dann ändern und die Ja. ganze Geschichte dann weiterlaufen, ja, lassen. Weil was nutzt denen jetzt die viele Unzufriedenheit in der Ebene? Das kann eigentlich über lange Zeit nicht gut gehen, ja. Richtig. Melden sich dann die Mädchen ab, spielen nicht mehr Fußball, weil sie mit den Jungs zusammenspielen müssen, weil sie sich unterlegen fühlen, weil sie nicht mitkommen, haben wir dann in die Mädchenabteilung haben wir dann echte Verluste. Ne? Ja, das ist das, was ich vorher schon angesprochen habe. Weil die dann eben in diesem, speziell in dem Altersbereich, können die athletisch ja nicht mithalten. Ja? Das heißt, die können ja noch so gut sein, technisch, taktisch. Ja? Aber die können ja athletisch nicht mithalten. Ja? Ja, irgendwann ist es vorbei. Ja, irgendwann ist es vorbei und dann verlieren die ja auch die Lust, ja. Ja, wenn wenn du bis jetzt immer deine Zweikämpfe gewinnst, wenn du erfolgreich bist, ja, weil du eben athletisch auf demselben Bereich, auf demselben Level bist, ja, und eine hervorragende, technisch, taktisch, koordinativ eine hervorragende Fußballerin bist, ja, und jetzt musst du mit den Jungs spielen und jetzt verlierst du die ganzen Zweikämpfe, die du davor gewonnen hast, nur weil der Junge halt athletisch ist, was ja klar ist. Dann nimmst du dir die Lust am Spielen, dann nimmst du dir das Selbstvertrauen und wie wird es am Ende ausgehen? Sie wird sogar zum Fußballspielen auf. Genau, sie geht nicht mehr zum Training, das Ja? ist der erste Entschluss. Sie geht lieber mit der Freundin Ja. irgendwo anders hin und da Ja. zum Einkaufen oder zum Eisessen oder hast du nicht gesehen, geht vielleicht zum Tennis oder zu einer anderen Sportart, da wo sie eben halt mit Gleichgeschlechtlichen zusammenspielen kann, auf Augenhöhe. Ne? Richtig, ja. Ja. Gut. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube, das Thema, ob Martina Voss-Tecklenburg weitermacht oder nicht, das sollten wir uns aussparen. Wir wollen niemanden an die Wand nageln. Das müssen die entsprechenden Stellen entscheiden. Wir wollen ja auch keinen an die Wand nageln, aber mein Eindruck ist, sie wird weitermachen. Also sie von sich selbst aus hat es ja signalisiert, sie wird weitermachen. Und vom DFB wurde es ja auch im Grunde so signalisiert, dass man mit ihr weitermachen will. Ja. Das Wie du sollte schon man auch so sagtest, stehen lassen. Sie muss dann in die Nations League, muss dann Ergebnisse Dänemark und Island abliefern. Wenn es dann natürlich schief geht, dann hat sie sich ein Eigentor geschossen. Ne? ja, aber es muss sich halt was ändern. Ja. Es muss sich definitiv was ändern. Was hat die Bild-Zeitung nochmal gesagt? Was haben wir heute gelesen? Also sie hat da schon einiges zugegeben, ne? Laut Bild-Zeitung. Ja, das wirklich. Die erste Maßnahme ist ja, dass jetzt der Spielerin wirklich oder dass man nicht mehr auf alle Rücksicht nehmen kann, die bezüglich der Spielzeit, ja, der jeweiligen Spielerin. Ob jetzt da Vereine gemeint waren, die Spielerin an sich, oder, aber sie hat wohl einen Fehler eingesehen, dass sie
dass sie die aktuell derzeit stärksten Spielerinnen auf den Platz bringen muss oder erstmal in den Kader bringen muss und dann von denen die stärksten Spielerinnen auch auf den Platz schicken muss. Dann hoffen wir, dass diese Einsicht in der Analyse kommt, dass sie merkt, dass Sophie Kleineherne ist. Ich hebe da einfach ab auf die Person und Laura Freigang, dass die wirklich mal eine richtige Chance kriegen, Anjomi auch noch mal eine Chance kriegt. Die sind vertreten im Europapokal in der Qualifikation, haben das immer verdient. Und auch genauso mit Hoffenheim. Das sind auch sehr viele Spielerinnen, die stark genug sind, in der A-Nationalmannschaft zu spielen. Pauline Krumbiegel zum Beispiel, die also wegen einer Muskelverhärtung vorzeitig abreisen musste, sollte eigentlich nochmal eine Möglichkeit und Chance bekommen, sich zu präsentieren. Richtig, ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir heute unser Quo Vadis Deutschland, Germany durchgesprochen, haben vielleicht einige neue Dinge wieder rausgefiltert. Wollen wir mal sehen, wie die Zuschauer darauf anspringen. Ne? Ja. Gut. Ja. Wie immer, ich schalte aus.